Und wir schauen von Europa in Richtung USA. Seit 2 Tagen wissen wir, die Demokraten können Donald Trump nach den Midterms zumindest über das Repräsentantenhaus das Leben schwerer machen. Trump hingegen ist direkt nach den Wahlen zum Tagesgeschäft übergegangen und hat direkt seinen Justizminister Jeff Sessions entlassen. Einzelheiten dazu hat jetzt Michael Kolz in Washington. Auch am Tag nach der bemerkenswerten Midterm-Election hat der US-Präsident es erneut geschafft, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In einer denkwürdigen Pressekonferenz hier im Weißen Haus antwortete er auf das Angebot der Demokraten zur Zusammenarbeit. Ja, gern, sagte er, beispielsweise bei der Infrastruktur oder bei Steuererleichterungen für die Mittelklasse. Aber bereits im Satz danach machte er klipp und klar, all das geschehe nur zu seinen Konditionen. Und er war sich auch nicht zu schade, erneut die Presse heftig zu kritisieren und der Fake News zu bezichtigen. Und parallel, während all das passierte, hatte er längst seinen Justizminister Jeff Sessions gefeuert. Und das auch nicht persönlich, sondern er hatte seinen Stabschef John Kelly vorgeschickt. Da kann ich mir eine solide und konstruktive Zusammenarbeit mit den Demokraten Stand jetzt nur sehr schwer vorstellen. Über die Konsequenzen der Wahlentscheidung und wie es jetzt weitergeht hier in Washington, hatten wir heute Gelegenheit, in der Washington Post mit Senior Reporter Aaron Blake zu sprechen. Aaron, was war für Sie die größte Überraschung in Anbetracht der Ergebnisse von letzter Nacht? Ich denke, die größte Überraschung war, wie gut die Republikaner im Senat abgeschnitten haben. Sie haben einige Sitze gewonnen. Wir wussten, dass sie die Kontrolle im Senat behalten würden, aber sie haben eher sehr gut abgeschnitten letzte Nacht, vor allen Dingen in Bereichen im Land, die Republikaner freundlich sind. Was wir also hatten, war eine seltene Spaltung zwischen den Ergebnissen im Haus, wo die Demokraten also die Kontrolle gewonnen haben und sehr viele Sitze gewonnen haben, und im Senat, wo nun die Mathematik etwas schwieriger ist, wenn sie die Mehrheit wiedergewinnen wollen. Das heißt, beide Seiten hatten etwas zu feiern. Ich denke, die Demokraten haben mehr zu feiern, weil sie im Haus gewonnen haben. Aber es ist ein sehr seltenes Ergebnis, wenn man sich die Geschichte der Wahlen in den USA ansieht. Sie verfolgen den Präsidenten schon sehr nah in den letzten 2 Jahren. Sie weisen seine Lügen auf. Warum haben die Demokraten also hier nicht mehr gewonnen? Es ist bemerkenswert, wie der Wahlkampf abgehalten wurde. Der Präsident hat oft über die Demokraten gesprochen, wie sie unkontrollierte Einwanderung wollen. Die Demokraten haben in diesem Wahlkampf nicht Trump in den Mittelpunkt gerückt, außer in einigen Wahlbezirken, wo dies sehr logisch war. Ich denke, das ist eine Anerkennung der Tatsache, dass der Präsident schon dazu führt, dass seine Unterstützer an die Urnen treten. Sie wollten Trump nicht in den Mittelpunkt rücken, sie wollten die Gesundheitspflege in den Mittelpunkt rücken. Hätten Sie das denn machen sollen? Ich denke, dass, wenn man das Ergebnis betrachtet, Sie haben im Haus gewonnen. Ich denke, das ist sehr gut. Aber im Senat hat der Präsident schon geholfen. Er hat hier zumindest den Republikanern geholfen, in den sehr konservativen Staaten, in denen dieses Jahr gewählt wurde. Das heißt, es war so eher ein Zufall, dass der Präsident also hier sehr viel Gutes tun konnte im Senat. Wenn es eine andere Wahl wäre, wäre der Präsident immer noch so hilfreich geworden? Das weiß ich nicht. Könnte man also sagen, dass der Präsident recht hat, wenn er sagt, dass es sein Erfolg war? Zumindest im Senat? Ich denke, dass es nicht richtig ist, zu sagen, dass der Präsident erfolgreich war, wenn er eine Kammer des Kongresses verloren hat und wenn es so ein großer Erfolg war für die Demokraten. Das kann man hier nicht vereinbaren mit dem Gedanken, dass es ein erfolgreicher Abend war für den Präsidenten. Er hat seiner Partei im Senat gut getan, aber im Repräsentantenhaus, das wird ihm wehtun, das wird auch seiner Fähigkeit wehtun, die Politik in Washington zu beeinflussen, und das wird auch die nächsten 2 Jahre in Washington schwierig für ihn machen. Das Checks-and-Balances-System funktioniert also wieder. Was wir uns in Europa und in Deutschland fragen, ist, wie das nun weitergehen wird mit den Demokraten und dem Präsidenten in den kommenden Jahren. Das heißt, er braucht sie, aber sie brauchen ihn auch. Es gibt einige Themen, in denen Demokraten und Republikaner zusammenarbeiten könnten, nun da sie 2 verschiedene Häuser des Kongresses kontrollieren. Die Infrastruktur ist eines dieser Themen. Das ist etwas, das Trump bereits gesagt hat, dass er das vorantreiben möchte. Nun, da die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollieren, das ist auch etwas, was sie gefordert haben, schon seit langer Zeit. Das könnte nun also passieren.
Einwanderungsreform ist auch ein Thema. Das wurde bereits versucht. Der Präsident hat die aber zu viel gefordert von seiner Seite aus. Aber nun, da er nun nicht mehr so viel fordern kann mit den Republikanern im Kongress, könnte er vielleicht wieder an den Verhandlungstisch treten. Er könnte also der republikanischen Parteibasis ein Einwanderungsreformspaket vorlegen, so wie es noch nie ein republikanischer Präsident konnte, wenn er das möchte. Aber die größte Frage mit den Demokraten im Haus ist nun, wie sie weiterhin die Trump-Regierung untersuchen wollen, wie sie Trump weiter untersuchen wollen. Sie könnten nun Menschen vorladen, sie können sie vor Komitees stellen, sie können sie interviewen, sie können auch versuchen, die Steuererklärung des Präsidenten freizulegen, die er schon seit 3 Jahren versteckt, nachdem er gesagt hat, dass er sie offenlegen würde. Das sind also alles Dinge, die gegen Trump sein könnten in großem Maße. Das sind also die Themen, die ihn betreffen, nun da er das Repräsentantenhaus verloren hat. Die Kampagne für 2020 läuft also jetzt an. Die Demokraten haben noch keinen Kandidaten, aber wie wird das nun weitergehen? Fängt nun der Wahlkampf bereits an heute? Ja, der Wahlkampf wird sehr früh anfangen und ein großer Grund dafür ist, dass es sehr viele Kandidaten gibt, die also den Wahlkampf führen wollen. Es gibt also sehr viele demokratische Kandidaten für diesen Wahlkampf. Das heißt, sie werden also sehr früh anfangen, ihre Unterstützer zu sammeln, Geldgeber zu sammeln. Sie wollen also nicht abwarten und anderen den Vortritt lassen, der demokratische Kandidat zu werden. Hier wird es also einen großen Wahlkampf geben. Es gibt aber auch sehr viel Enthusiasmus für diesen Wahlkampf. Sie wollen Trump wirklich verlieren lassen. Sie wollen also früh damit anfangen. Sie wollen die Parteibasis auf ihre Seite ziehen und sie wollen wirklich mit diesem Wahlkampf sehr viel früher anfangen als die Wahlkämpfe der letzten Jahre. Die Demokraten brauchen also einen Kandidaten, aber reicht das? Ist das genug Rückenwind für sie? Haben sie genug gewonnen in diesen Midterms, um stark genug zu sein für einen guten Präsidentschaftskandidaten? Tja, in Anbetracht der Verluste im Senat denke ich, dass der demokratische Enthusiasmus für 2020 etwas verhaltener sein wird. Das war also nicht der beste Abend, den sie hätten haben können. Sie haben noch sehr große Hürden vor sich für die Präsidentschaft 2020 und in den USA gewinnen die Amtsinhaber meistens eine Wiederwahl und der Präsident hat noch nichts verloren. Seine Beliebtheit liegt noch bei 40-45%. So kann er auch wiedergewählt werden. So hat er auch seine erste Wahl gewonnen. Ich denke, dass die Demokraten also einen internen Dialog führen müssen über das, was sie wirklich brauchen und wollen, um ihn 2020 zu schlagen. Und die Antwort auf diese Frage ist nicht einleuchtend. Wenn die Demokraten einen großen Sieg errungen hätten am Dienstag, wenn sie im Senat gewonnen hätten, dann denke ich, würden sie sagen, okay, wir machen so weiter wie bisher. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, dass sie so weitermachen werden. Es gibt also immer Menschen, die sich Sorgen gemacht haben in den letzten 2 Jahren, aber wir hatten nun eine Rekordteilnahme an diesen Midterm-Wahlen. Ist das ein gutes Zeichen oder ist es ein Zeichen dafür, dass die Spaltung des Landes stärker ist, als wir dachten? Ja, wir haben also bereits gesehen, dass es eine Rekordteilnahme geben würde. Und das haben wir auch an den frühen Stimmabgaben gesehen, auch an den Polls. Und wir dachten, dass es etwas Gutes sein würde für die Demokraten. Und das war es wahrscheinlich auch im Endeffekt. Aber was wir gesehen haben, ist, dass der Enthusiasmus auf beiden Seiten sehr groß war. Wir sind ein polarisiertes Land und beide Seiten kümmern sich also sehr stark um ihre Themen und um ihre Partei. Und beide Parteibasisen haben also sehr stark teilgenommen an dieser Wahl. Es ist toll, dass mehr Menschen wählen, dass die Wahlteilnahme so groß war, aber dies hat also keine große Auswirkung auf das Ergebnis an sich. Dies führt auch zu Fragen, was das nun bedeuten wird für 2020. Vielen Dank, Aaron. Es wird noch etwas dauern, bis der neue Kongress dann im kommenden Jahr zusammentritt. Und bis dahin ist hoffentlich auch klarer, wie die Zusammenarbeit zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten im Repräsentantenhaus aussehen wird.